Let's uns Camping an. Campinglust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campinglust TV. Ich bin der Marvin und ich zeige euch heute ein wundervolles Raumkonzept. Ein Raumkonzept von der Marke Ivonus aus Badenweiler. Das 2022 gegründete Unternehmen hat sich spezialisiert auf Sprinter sowie auch auf MAN-TGE-Fahrzeuge. Aber ihr müsst für euer Traumfahrzeug nicht erst persönlichen Kontakt aufnehmen mit Ivonus, sondern Ivonus hat sich etwas ganz Ausgeklügeltes gedacht. Und zwar findet ihr auf der Internetseite einen vollwertigen Konfigurator, in dem ihr euer Traumfahrzeug visuell erstellen könnt. Aber das ist noch nicht alles. Mehr dazu wird euch der Alex von Ivonus erzählen. Hallo Alex, guten Morgen, schön, dass du da bist. Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Ja, hier stehen wir vor unserem Konzeptfahrzeug. Das ist mal eine Ausführung, wo wir einfach das Raumgefühl im Fahrzeug in den Vordergrund stellen wollen und einfach eine Designlinie auch durchziehen wollen. Das heißt, wenn wir außen einfach mal anfangen, wir haben vom Außendesign auch ein ziemlich schlichtes Design vorgenommen, keine wilden Folierungen etc., einfach, dass das Äußere das Innere nicht übertrumpft und das Innere ebenso nicht das Äußere. Trotzdem haben wir hier bei dem 4x4 Fahrzeug die schönen Delta-Felgen mit den Loderreifen, sind damit sehr zufrieden, was die Laufruhe angeht etc. Des Weiteren haben wir dann hier für den Einstieg eine schön breite Trittstufe. Das ermöglicht uns super ein- und auszusteigen und wie ihr schon seht, wir haben einen sehr breiten Einstieg in das Fahrzeug. Das soll einfach, das dient dazu, dass wir im Inneren dann auch eben dieses großartige Raumgefühl haben. Wir stehen zum Teil hier zu 6, zu 7 in diesem Fahrzeug und es ist nicht sehr groß beengt. Ja. Das konnten wir dahingehend lösen, dass wir mit unseren einzelnen Modulen, jetzt hier in dem Fall mit unserem Küchenmodul, die Komponenten so verstaut haben, dass wir alles clever verstauen können. Zum Beispiel haben wir hier unser Induktionskochfeld zum Ausziehen. Wir sind komplett gasfrei. Das heißt, wir können bis zu 540 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterien verbauen, haben große Wechselrichter an Bord etc. Genau. Wenn wir es nicht mehr brauchen, können wir es einfach wieder verstauen. Im unteren Bereich haben wir dann den Auszugskühlschrank. Großes Volumen, schön auch mit Eisfach und Zwischenablage. Das heißt, ich komme hier von innen und von außen an meine Getränke, an mein Essen etc. Auch hier, wenn wir es nicht mehr benötigen, einfach verstauen und wir haben wieder viel Platz im Fahrzeug. Was wir ebenso noch im Küchenblock haben, das heißt ein großes Edelstahl-Waschbecken. Schön tief, dass wir hier auch ordentlich was waschen können, Salate etc., ohne dass gleich alles komplett vollgespritzt ist. Auch alles wieder schön herausklappbar oder wegklappbar. Können die Ablage drauf machen und haben wieder Ablageflächen auf dem Küchenblock. So viel mal zum Küchenblock. Des Weiteren haben wir hier im Fahrzeug geschaut, dass wir auch viel Stauraum verbauen, kleine Kniffe und ich sag mal viele Ideen überall einfach einfließen lassen, dass man das schlichte Design einfach durchziehen können. Das geht los bei vielen versteckten, ich sag mal Steckdosen, USB-C-Steckdosen hier im vorderen Bereich. Das soll einfach dazu dienen, dass wir hier auch das mobile Arbeiten so ein bisschen in den Vordergrund setzen. Wir können hier Laptops, Monitore etc. alles anschließen und haben hier dann auch schön viel Platz im Fahrzeug. Ebenfalls schön haben wir hier dann auch später noch den Drehsitz. Ja, den können wir einfach nach außen drehen, haben freien Blick nach draußen, sollte draußen mal schlechtes Wetter sein. Genau, ist einfach ein Gimmick. Was wir ebenfalls können, wäre also in der Individualisierung dann auch eine Sitzbank, eine Doppelsitzbank oder 2 Sitze nebeneinander. Da ist der Kunde bei uns dann sehr flexibel. Dann haben wir unsere unterschiedlichen Oberschrankmodule hier mal in der Ausführung mit
mit einem Holzdekor, haben schön viel Platz in diesen Oberschränken. Die haben wir hier durchgezogen von hier vorne und ebenfalls hinten auf den beiden Seiten. Und haben ebenfalls hier vorne dann noch die Steuerung integriert. Worauf wir eben auch viel Wert legen im Möbelbau, ist, dass wir eine super Qualität an den Tag legen. Das sind Scharniere und Beschläge aus dem ganz normalen Möbelbau. Das heißt, wir wollen hier nicht, dass während der Fahrt etwas klappert. Das heißt, wir klappen zu, haben einen schönen Soft Close. Über den Pushlock lassen wir alles schön verriegeln und hier klappert wirklich nichts während der Fahrt. Genau, hier vorne und hinten an den Seiten haben wir das jetzt in der Ausführung. Das heißt aber auch, alle geraden Teile, die wir hier jetzt sehen, ja, fertigen wir komplett bei uns intern in unserer Werkstatt. Das heißt, wir sind hier komplett frei, was die Dekorwahl angeht und können auf Kundenwünsche immer speziell eingehen. Was wir hier jetzt in der Mitte noch haben unseres Fahrzeugs, wir haben uns hier jetzt gegen eine Nasszelle entschieden. Wir bieten auch 2 unterschiedliche Nasszellen an, kann man im Konfigurator auch frei auswählen und können dann auch im Raum frei positioniert werden in der Konfiguration. Hier haben wir jetzt unser Schrankmodul mit integrierter WC-Einheit. Das heißt, hier haben wir einen schönen großen Kleiderschrank mit mit einer herausziehbaren Aufnahme. Schön großer Spiegel, auch unten drunter nochmal Stauraum, um Schuhe etc. Ja, unterzubringen. Können auch hier alles wieder schön verstauen, dass wir in der Tiefe einfach nicht groß aufbauen. Weiteres Gimmick, hier haben wir einen Apothekerschrank, auch mit vielen Fächern, wo wir Gewürze etc. unterbringen, auch mit einer Steckdose, wo man einen Föhn einstecken kann oder die kleine Kaffeemaschine passt hier rein. Das ist auch eine super schöne Lösung. Auch hier alles wieder verstaubar und alles an seinem Platz. Zu guter Letzt an unserem Schrankmodul haben wir hier unten die herausziehbare Klesana verbaut. Ja, das ist ja das System mit dem Folieneinsatz. Hier sind wir sehr zufrieden, weil auch einfach das ganze Konzept von Klesana ideal zu unserer Philosophie und zu unseren Qualitätsansprüchen passt etc. Hier unten dann auch wieder schön mit Stauraum, wo wir die Klesana Utensilien oder Klopapier etc. einbringen können. Genau. Einfach wieder eindrehen, verschieben und auch hier haben wir dann einen sehr schmalen Bauraum. Was wir weiterhin haben, wie ihr schon seht, in dem Fahrzeug, hier geht es um viel Raumgefühl und trotzdem wollen wir sehr viel Staumöglichkeiten haben für die ganzen, für die ganzen Sachen, die die Leute mit auf den Urlaub nehmen. Das heißt, wir haben hier nochmal einen schön großen Ausziehschublade integriert. Hier in dem Fall jetzt als Besteckeinheit oder Teller hier hinten dann, die man einbringen kann und auch einfach wieder hereinschiebbar. Sehr schön bei unserer Lösung ist einfach, wir sind komplett auf Euroboxenmaße. Wir können Euroboxen einbringen, wir können es leer lassen oder eben oben dann auch als Besteckschublade ausführen. Sollte mal so eine Box dreckig sein, einfach herausnehmen, auswaschen, wieder reinmachen und alles ist an seinem Ursprung. Die unterste Einheit hier ist jetzt auf dieser Seite einmal der Tritt, dass wir super einfach ins Bett herein und herauskommen. Die Schublade unten, hinten dran, geht dann nach hinten raus. Das können wir uns aber gleich dann auch nochmal anschauen von hinten. Gehen wir einmal rum. So, wie ihr schon seht, auch hier hinten
steht, ich sag mal, der Stauraum im Vordergrund. Wir konnten alles etwas nach hinten verschieben. Grund war bei dieser Konzeption einfach, dass unsere Skier hier hinten auch quer reinpassen. Wir wollten sie nicht außen anbringen, was wir aber ebenfalls können. Hier haben wir dann eben auch wieder die Auszugsschublade, schön mit den Euroboxen, sage ich mal, einfach um auch genügend Stauraum im hinteren Bereich zu generieren, um die ganze Elektrik, die man oder Kabeltrommeln etc., die man beim Campen dabei hat. Super schön, wenn alles dreckig eingeladen wird, kann man es zu Hause auswaschen und alles ist wieder schön sauber. Auch hier haben wir uns noch was Schönes zusätzlich überlegt. Wir können über das Vlies einfach den Tisch herausnehmen, herausziehen. Nichts wird verkratzt, die Tischoberfläche nicht, der Boden nicht. Wir können alles wieder einfach reinschieben, zack, und alles ist verstaut. Ebenfalls haben wir Airline-Schienen integriert. Hier können wir Sachen verzurren, ganz normal über die Airline-Schienen, Aufnahmen etc. Einfach um auch, ich sag mal, die Ladungssicherung hier hinten zu gewährleisten. Und haben zusätzlich auch nochmal Strom hier hinten angebracht, um E-Bikes etc. laden zu können. Auf der linken und rechten Seite sind unsere Technikkorben jetzt hier verbaut. Das heißt, hier auf der rechten Seite haben wir einmal unsere Elektronik. Wir gehen jetzt hier einmal, also in diesem Konzeptfahrzeug, komplett auf Victron-Komponenten. Als Kunde komme ich hier super schön an sämtliche Sicherungen etc. auf den Hauptschalter. Das heißt, wir kommen super einfach an alle Komponenten, die der Kunde braucht, dran. Auf der anderen Seite haben wir die Truma Standheizung verbaut mit der Möglichkeit einer Außendusche. Diese kann hier angebracht werden oder auch über die Karosserie. Das ist dann immer ganz individuell, wie es der Kunde lieber mag. So können wir es dann ausführen. Was wir hier oben haben, nochmal zum Bett. Wir haben eine, ich sag mal, Karosserieverbreiterung über Pop-Outs. Wir haben eine Liegefläche von ca. 1,95 auf 1,40 Meter in der Breite. Wir haben eine schön dicke Matratze. Wir haben ein schönes Tellerfedersystem von Froli. Das heißt, hier haben wir einfach einen super Schlafkomfort. In dieser Ausführung haben wir uns entschieden, eine durchgehende Matratze oder ein durchgehendes Bettsystem, sage ich mal, auszuführen. Einfach, dass der Schlafkomfort hier auch im Vordergrund steht und genau, dass man, wir sagen, besser schläft als zu Hause. Wir haben überall rings um das Fahrzeug Fenster verbaut, direkt mit den ganz klassischen integrierten, ich sag mal, Rollos oder Fliegengitter. Zusätzlich, was wir auch im Angebot haben, ist eben, ja, ich sag mal, eine komplette Fliegengitter-Einheit für den Heckbereich und auch für die Schiebetüre. Das Lichtkonzept, wir haben ich sag mal, 2 Zonen, einmal die vordere Zone, die Wohnraumzone und einmal die Bettzone. Hier hinten können wir ganz individuell entweder über die Tasterbelegung, also manuelle Tasterbelegung, bedienen oder über die App einfach ein- und ausschalten. Ebenso die integrierten Lichtleisten links und rechts. Genau. Wenn wir jetzt nochmal auf das ganze Thema Individualisierung eingehen wollen, da können wir noch mal kurz zum Konfigurator gehen. Kann euch da mal kurz mitnehmen. Das heißt, bei uns ist die Idee, dass der Kunde schon mal ganz transparent beziehungsweise für sich selber sein Fahrzeug komplett individuell gestalten kann. Auf unserem Konfigurator, auf unserer Konfiguratoren-Website, sage ich mal, haben wir schon mal vorkonfigurierte Ideen, wie sowas aussehen könnte, einfach schon mal eine Anregung zu schaffen. Wir können diese Konfiguration dann direkt nehmen und darin herumspielen, Sachen herumschieben, löschen, andere Komponenten hinzufügen.
je nach Kundenwunsch. Kunde kann ebenfalls auch direkt mit einem leeren Spielfeld beginnen, sage ich mal. Wir haben hier im Konfigurator derzeit die 6 Meter und die 7 Meter Variante. Für den TGE haben wir noch die 680 und für den Sprinter noch die 7,40 Meter Variante. Kommt noch, ist aber derzeit noch nicht im Konfigurator. Genau. Wenn wir uns jetzt einfach mal, ich sag mal, hier so eine Vorkonfiguration mal schnell anschauen, gehen wir hier auf Konfigurieren, dann hat man hier schon mal die Übersicht, ich sag mal den Einstieg in den Konfigurator. Wir können unterschiedliche Modelle auswählen von Sprinter mit in unterschiedlichen Motorisierungen, in unterschiedlichen, ich sag mal, Allrad- oder Nicht-Allrad-Systemen und ebenfalls den MAN TGE. Hier kann man sich dann komplett durchklicken, von Anfang bis Ende. Hier haben wir die Übersicht, welche einzelnen, ich sag mal, Bereiche wir abbilden. Wir können einfach hier reingehen zum Beispiel. Hier haben wir direkt den Wohnraumsitz. Hier als Wohnraumsitz ist jetzt die, Entschuldigung, die Sitzbank L ausgewählt. Das ist diese hier. Wenn ich als Kunde jetzt sage, okay, ich brauche einen vollwertigen dritten Sitz, dann gehe ich einfach hier rein, wähle diesen Sitz aus, ja, und sage, ich will hier keinen Sitz, entweder keinen oder genau diesen vollwertigen Sitz, gehe auf Hinzufügen, habe dann hier eben die Auswahl unter unterschiedlichen Ausführungen, wird mir hier angezeigt, ich kann den frei im Raum positionieren, Kollisionen lassen wir bewusst zu, einfach mit dem Hintergrund, dass wir gar nicht alles abbilden können, was die Kunden sich wünschen und wir dann im Nachgang sowieso bei einer konkreten Anfrage dann alles im Detail nochmal durchgehen. Schön ist dann eben, ich habe dann direkt die 3D-Visualisierung in unterschiedlichen Ansichten und habe dann schon mal eine grobe Vorstellung, wie das dann aussehen könnte und ich mir als Kunde meinen Traumcamper hier einfach komplett zusammenstellen kann. Wir sind auch sehr transparent, sage ich mal, was die Preise angeht etc. Wir wollen einfach mit unserem System, so wie wir das jetzt hier umsetzen, eine Transparenz schaffen, dass der Kunde direkt weiß, wo steht er. Und wir wissen bei einer Anfrage, okay, das stellt er sich vor, wo gibt es Optimierungsbedarf, was kann man umsetzen, was muss man noch mal ein bisschen anpassen und hat dann hier auch noch mal die komplette Auflistung seiner ausgewählten Komponenten und kann sich dann per Mail dann direkt sich selber eine PDF zuschicken, hat das direkt in Papierform oder digital eben, bekommt dann dazu auch noch einen Link, wo er 3 Monate lang immer wieder darauf zugreifen kann sich dann immer wieder nochmal die Sachen anpassen. Wenn er sich dann sicher ist, okay, das ist jetzt das Fahrzeug oder die Konfiguration, wie ich es mir vorstelle, kann er direkt bei uns anfragen. Erst dann schauen wir uns seine Konfiguration an und wir gehen dann ins Detail, schauen, was ist möglich und gehen dann mit dem Kunden in Kontakt und schauen, wo kommen wir dann zusammen. Genau, das ist mal so unsere komplette Idee vom Ablauf her. Einfach, dass wir hier eine Transparenz schaffen, eine große Individualisierung und trotzdem, das haben wir ja gerade gesehen, im Möbelbau und in allen Komponenten, die wir verwenden, eine hochwertige Qualität. Ja, super. Vielen Dank, lieber Alex, für die ausführliche Vorstellung. Ich bin ja total begeistert von diesem System. An euch Zuschauer da draußen. Meine Vorgeschichte ist auch ein bisschen kompliziert. Ich habe ja damals auch eine Lehre zum Anwendungsentwickler absolviert, bevor ich dann Jura studiert habe und endgültig in den Medien versunken bin. Aber so etwas aufzubauen ist sehr viel Aufwand und das macht Ivonus für euch, dass ihr quasi den maximalen Komfort und die maximale Freiheit habt, auch ohne dass ihr euch gleich mit dem Händler bzw. mit dem Hersteller in Verbindung setzen müsst, sondern dass ihr für euch erstmal in aller Ruhe das ganze System aufbauen könnt, euch ein Bild machen könnt und auch dementsprechend erstmal schauen könnt, welche Konfiguration wäre denn überhaupt
für euch passend. So, die Verarbeitung ist sehr gut, muss ich sagen. Das Unternehmen ist ja noch nicht so alt, aber man sieht, dass da mit viel Know-how gearbeitet wird, was auch viel mehr daran liegt, dass sich hier wirklich ein Kopf gemacht wurde. Wir haben hier sehr schöne Rundungen drin, die Kanten sind alle sehr, sehr gut umleimt und verarbeitet. Selbst hier so Schwachstellen, die man ja sehr oft bei anderen Herstellern oder Manufakturen manchmal auch sieht, dass selbst hier so Dritteinstiegsleisten aus Metall sind und sehr robust für die Ewigkeit gebaut werden. Daher kann ich euch nur sagen, nehmt Kontakt mit Ivonus auf, geht auf die Internetseite ivonus.com, genau, oder ihr könnt auch über ivonus.campervan über Instagram mit uns in Kontakt treten und wir melden uns dann bei euch. Ja, super. Alex, vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, Marvin, und an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge von Campinglust TV dabei gewesen seid. Ich freue mich auf euch, auf einen Kommentar, auf ein Like oder abonniert doch diesen Kanal, wenn euch die Videos gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Marvin. Tschüss. Ciao.